Hier Reinhard, guten Morgen. Entschuldigen Sie, eine Frage bitte. Kennen Sie einen Herr Stoll, der während dem Krieg bei der Polizei war? Der hat früher in der Judengasse gewohnt. Kennen Sie? Und sind Sie verwandt vielleicht? Auch nicht. Das suche ich für einen Herr Brandner. Die waren in einer Ablesungskommando. Ich bin von Deutschland. Herr Stoll, entschuldigen Sie vielmals, ich danke Ihnen recht schön. Ja? Schön wiederhören. Reinhard, grüß Gott. Sie, eine Frage, ich komme aus Deutschland und möchte einen Freund besuchen. Und zwar weiß ich aber nicht, ob er das ist. Der war während dem Dritten Reich, war der bei der Polizei. Und nachher, nach dem Krieg, war er Obusfahrer. Das wissen Sie nicht. Ich habe hier im Telefonbuch so 5 Brandner drin stehen. 6 sind es. Sind das Verwandte zu Ihnen? Ach ja, dann versuche ich mal die anderen noch anzurufen. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Dankeschön. Bitte. Hier Reinhard. Guten Tag, Herr Brandner. Herr Brandner, sind Sie, der damals im Krieg bei der Polizei war? Da war doch ein Zigeunerlager hier in Maxglan. Und da war er Polizei. Und das war ja ein guter Mensch. Ja, hat es solche gegeben und solche im Lager, aber die Einzelnen, die merkt man sich dann, ja. Der lebt nicht mehr. Wann ist der gestorben? Ja, ich war auch da. Nicht als Beamter, als Inhaftierter. Entschuldigen Sie mal bitte, eine Frage. Hier war doch im Krieg ein Zigeunerlager. Ja, das Wissen war Sie, da. wo das war? Ja, da drüben war es. Es war doch hier. Nein, es Ein war bisschen hier. weiter rauf, nach der Brücke. Nach der Brücke noch ein bisschen weiter rauf. Zwischen der Brücke und zwischen der, die da oben war, da gibt es da noch eine, zwischen der war das. Höchstens dort gewesen sein. Hier bei der Brücke, da ist ein Weg hintergegangen, aber ja. das ist ein Weg Den gibt es auch heute noch, den Weg, und da sind jetzt dann Häuser neuere. Da sind dann dort Häuser, da sind nicht neu gebaut, das hat es vorher ja nicht gegeben. Nein, es war nicht so weit und das war da. Ist es die kleine Brücke da oder ist es die da? Nein, die war es ganz bestimmt nicht. Da Die nicht. Schon die da vorne. Da war nie ein Lager, ganz bestimmt nicht. Das war ziemlich in der Höhe da drin. Ja, nein, da drinnen war es nicht. Weil die Bäume sind da sicher schon lang, die Bäume da. Ja, in etwa schon, ja. Und da war... Aber Sie müssen rechnen, das ist jetzt her, mein Gott, 30, 35 ja. Jahre. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass da gewesen ist. Klar. Also ich weiß es, da in dem Gebiet war es. Ja, da war es ganz bestimmt. Ja, also vielen Dank. Ja. Bitteschön. Josef Reinhardt, ein deutscher Zigeuner, auf der Suche nach einer Stelle, die von keiner Erinnerungstafel verunziert, der Ort eines Konzentrationslagers für Zigeuner war und Ausgangspunkt unseres Filmes ist. Meine Suche beginnt mit dem Jahre 1933. Damals war ich 5 Jahre alt. Von meiner Kindheit und Jugend habe ich 6 Jahre auf der Flucht vor den Nazis und in 2 verschiedenen Konzentrationslagern zugebracht. Jetzt suche ich Zeugen, Zeugnisse und Dokumente aus der Zeit, in der ich im Konzentrationslager Maxglan bei Salzburg mit meiner Familie inhaftiert war. Und hier aus diesem Lager heraus wurden ich und mindestens 60 andere Zigeuner als Statisten für den Film Tiefland von Leni Riefenstahl persönlich zwangsverpflichtet. Das ist der Weg,
Das ist das Gelände von dem Graben bis hinauf und hier bis wo die Hecken da stehen. Und das war das Gelände bis hin, aber da waren die Hecken noch nicht da. Und hier war die Brücke, wo ins Lager reinging. Und die Boxen waren so in solche runde Boxen, die da drin waren. Und hier war die Küche. Hier war die Küche gestanden. Also ungefähr ab hier. Ab hier war die Küche. Bis hinten an den Graben. Und da war so ein Zwischending. Und hier war die Kanzlei gestanden. Hier. Also das Büro von den Wachhabenden. Und da war beim Eingang, neben dem Eingang, war hier ein Turm, wo die Wachmannschaften sich abgelöst haben. Und hier war der Turm und hinten am Eck war noch einmal ein Turm für die Umzäunung, also am Ende von der Umzäunung. Und wo war das Schild mit Zigeunerlager? Das war oben am Tor, war so ein ZIG-Sammellager. Hat es geheißen, ZIEG Sammellager. Aber die erste Zeit durften wir ja nicht sagen Zigeunerlager, sondern das hieß, wir durften schreiben die erste Zeit, da müssen wir schreiben Kreutlerweg 2. Max Clan, Salzburg, Max Clan, Kreutlerweg 2. Und erst dann später muss man dann schreiben ZIG Sammellager, also war dann die Bezeichnung. Und da im Eck neben der Küche, also die Küche war ein bisschen weiter drin und so im Eck da, wo die Anhöhe da ist, da war der Bunker gestanden, wo die Leute dann rein. Das war aus dem Lager raus der Bunker. Das war ein Tor. Das Tor könnte so 8 Meter gewesen sein, Eingang. Und das haben wir alles selber aufgefüllt. Das war ja alles Moorboden. Schlamm und da sind wir ja versunken, da sind wir von der Rennbahn, sind wir mit Lastwagen hier rausgekommen und haben dann das ganze Ding haben wir aufgefüllt und zwar haben wir Bäume geholt vom Untersberg da drüben, vom Wald haben wir Bäume geschlagen und haben wir die Bäume erst ein bisschen viel Holz, ein paar Tage ging das, bis wir festen Boden gehabt haben und dann kam immer Kies, Schotter und Kies und Schotter, bis es dann fest war. Dieses Foto ist eines der wenigen Dokumente über das Lager Max Clan. Es entstand im Jahre 1941 oder 1942, als wir als Statisten für den Film arbeiten mussten, und wurde wahrscheinlich von einem Bewacher aufgenommen. Für mich, die ich heute zusammen mit Josef Reinhardt der Geschichte des Filmes Tiefland nachgehe, hat die Vergangenheit 2 wichtige Daten: das Jahr 1933 und das Jahr 1945. 1945 war ich noch gar nicht geboren. Schon damals haben die Deutschen begonnen, ihre Vergangenheit zu verdrängen, wurden Wörter wie Wiedergutmachung erfunden. Aber wie kann man gut machen wollen, was man vergessen hat, vergessen will? Das Wenigste, was wir Nachgeborenen heute tun können, ist, zu verhindern, dass in Vergessenheit gerät, was viele nicht mehr wissen wollen. Für mich als Filmemacherin ist es wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, warum damals viele Künstler lieber ins Exil als in die Knie gegangen sind. Und warum damals wie auch heute viele meinen, man könnte in solchen Zeiten nur Künstler sein. Diejenigen, die dies damals schon glaubten, haben mit ihrer Kunst mit dazu beigetragen, dass der Nationalsozialismus annehmbar erschien.
Der Film Tiefland sollte ursprünglich in Spanien gedreht werden. Als diese Pläne scheiterten, wurde ein spanisches Dorf aus Pappmaché in der Nähe von Mittenwald aufgebaut. Da nun keine Spanier als Statisten zur Verfügung standen, wurden Menschen gesucht, die von ihrem Äußeren her den gewünschten südländischen Eindruck vermitteln konnten. Dafür kamen in Deutschland nur Zigeuner in Frage, die zu dieser Zeit aber fast ausnahmslos in Lagern interniert waren. Die Hauptfigur in dem Film Tiefland ist eine Zigeunerin, die, Ironie der Geschichte, von Leni Riefenstahl gespielt wird. Du weißt doch, dass wir zusammen auf der Flucht waren von Salzburg. Das erste Mal, wo wir von Karlsruhe gekommen sind, waren wir bei euch auf der Flucht. Ja. Und dann sind wir miteinander dann wieder auf der Flucht und haben uns in Dorfgastein sind wir aufgegriffen worden. Dorfgastein. Ganz recht. Und in Dorfgastein waren wir circa, glaube ich, 8 oder 9 Monate. Ja. Und dann sind wir weggekommen. Und wo sind wir da hingekommen? In Dorfgastein. Das Salzburg. In Salzburg. Und da waren wir untergebracht. Wo? Also erzählst mir jetzt einmal, an was du dich erinnern kannst, wo wir von Dorfgastein nach Salzburg gekommen sind. Zuerst wo und Ja, das kann ich. Da sind wir weggekommen. Und zwar im Monat Juli 40. Erst in einer Rennbahn, bis das Lager so weit gerichtet war, dass jeder Platz gehabt hat. Und dann sind wir nach Salzburg im Lager. nach Maxlan raus. Maxlan. Von der Rennbahn Salzburg nach Maxlan. Da sind alle drauf, die ganzen Kinder. Und dann 41 oder 42 haben wir doch da einen Film gedreht. Ja, Kannst du dich auch erinnern? Du? ja, ja, zwar Und- mit die Leni Riesenstahl. Ja, richtig, genau. Ja. Und wann kam, dann kam die Leni Riefenstahl, wo kam sie oder wo hast du sie das erste Mal gesehen? Also in Salzburg. Im Lager. Ist sie gekommen mit einigen Herren noch. Ja, mit der Meinung, dass die dazugehört hat. Und hat sich da also ausgesucht, was sie an Personen braucht hat für den Film. Ja, richtig. Ja. Und Und da war ich und die größte Zahl meiner Kinder alle dabei. genau, ja. Ja, das stimmt. Ja. Kannst du dich noch erinnern, dass jemand gekommen ist und hat uns ausgesucht für einen Nein, Film? dann sind eine Frau, ne, die Leni Riefenstahl, Ja. und 2 Herren. Und dann haben die so Aktentaschen in der Hand gehabt. Und wir haben gedacht, vielleicht kommt einer schon, dass mir in die Konzentrationslager reingekommen ist. So haben wir schon etwas gewusst, weil viele sind von uns schon reingekommen. Ne? Also mein Vater und so weiter. Ne? Nach Auschwitz oder Auschwitz sind gekommen, dann sind sie Buchenwald gekommen. Jetzt haben wir halt Angst gehabt, also auf jeden Fall, ich habe halt wohl Angst gehabt, dass ich von meinen Eltern wegkommen tue. Und dann hat uns die Frau angesehen und dann hat sie einfach so aufgeschrien. Und dann wollte ich weg und dann bin ich wieder zugekommen. Und dann hat es geheißen, nein, wir kommen nicht dorthin, wir kommen da in den Film. Beim Besuch am ehemaligen Drehort erzählt uns der Bauer Seiler, auf dessen Wiese die Außenaufnahmen während 2 Jahre stattfanden, vor allem, woran er sich nicht mehr erinnern will. Und links und rechts waren die Häuser und da ging die Straße rauf. Ja. Und das Schloss, wo war das Schloss gestanden? Das ist nicht Kastell. Das Kastell. Kastell haben wir gesagt dazu, gell? Ja, wo die Wirtschaft drin war. Oder heute ist Wo der Schlossherr, der Schlossherr. Ah, das ist der, da sieht man es jetzt, da am grünen Hang drum. Hier, Da war oder aber noch- weiter hinten, wo der Baum steht. Wo der einzelne Baum steht, noch Ja. weiter hinten, Noch weiter hinten, ganz oben, wo das Grüne wo das anfängt. Grüne anfängt. Da oben war es, Ja, da ja, war's. da war das Schloss. Da ja. war doch der Wall noch nicht drum. Ja, da. Ja. Können Sie noch erinnern, an welche Schauspieler da waren damals? Nein, da kenne ich keinen. Kennen Sie keinen? Das sind lauter Leute von, gewesen. Schauspieler, glaube ich, waren da nicht dabei. Das waren lauter von Tirol raus, nicht von Sarntal.
Ja, die Mitspieler, das waren die Statisten von Sandhall waren die. Und die Architekten, die waren von Berlin. Die waren von Berlin. Und da waren ja noch welche da vorhin, haben wir es gesagt, ich möchte es von Ihnen hören. Da waren ja noch, außer die Sandhaler, waren ja noch Leute da. Na, Die, wer war da gewesen? Weiß ich kaum mehr. das sind doch da waren doch, Zigeuner waren doch da. Zigeuner? Ja, das wollte ich wissen. Da waren doch Also Zigeuner. waren Sie- Ja, ja. Nein, das ist ja nur, damit Sie das sagen. Gell. Das hatte mit dem nichts Ja, zu tun. das wird freilich was dahinter sind mit sagen. Gell? Danach Nein. wird er herangezogen werden. Nicht? Der Bauer hat noch nach 40 Jahren Angst, über die Zigeuner zu reden. Herr Seiler vor 40 Jahren. Kann ihm in den 2 Jahren der Dreharbeiten wirklich entgangen sein, in welcher Lage die Zigeuner waren? Aber die sind aus Ungarn gekommen, hat es geheißen, die Zigeuner. Ja, das weiß ich nicht. Aber in Grün, die Leute, die haben alle gesagt, die sind aus Ungarn gekommen. So. Ja, die wird Triefen schon herkommen haben lassen. Nicht? Das müssen sie selber wissen. Ja. Ob die bewacht waren, das wissen Sie auch nicht. Ob die Zigeuner bewacht waren. Weiß ich nicht. Also, hier nicht, glaube ich. Hier weiß ich nichts mehr. Haben Sie keine Polizei, Sie haben vorhin gesagt, dass der Polizei da war, um Absperrung. Oder Ja, so. bei den Leuten absperren, das weiß ich nicht. Also, bei Aufnahmen machen, da haben sie schon am unten rum ein Seil gespannt, weil die Leute waren ja gleich ganz reg. Ja. Aber erinnern können Sie nicht mehr, ob der Polizei da war. Nein, ich glaub's nicht. In beiden Jahren wurden die Statisten tagsüber bei den Dreharbeiten ständig von Polizei bewacht. Wie waren denn die Franzosen da bei Ihnen, mit denen Sie gearbeitet haben? Die haben einen Posten gehabt. Was ist der Posten? Ja, also ein alter Landstürmann war dabei mit dem Gewehr, also ein Posten. Nicht? Posten, das Weil heißt dann ja. Franzosen kann man nicht allein laufen lassen. Nicht? Ja. Waren das Kriegsgefangene oder waren die aus einem Lager? Die Franzosen, Ja. die waren aus dem Lager. Wo das Lager war, wissen Sie nicht. Nein, das weiß ich nicht. Ja, das war freilich eine gute Sache, ob man. Aber ja, ich habe mich da nicht weigern können. Nicht? Hätten Sie sich vielleicht geweigert, oder wie? Ja, anfangs schon, aber wenn man noch alles gesehen hat, war es natürlich wieder anders. Nicht? Wie war es, meinen Sie? Alles Weil man nachher was verdient hat. ja. Ich kann mich genau erinnern, wir wurden ja immer zum Beispiel von der Filmstadt abgeholt mit dem Bus und auch wieder zurückgefahren. Und immer war die Bewachung dabei, die 2 Polizisten, ob wir abgefahren sind oder hingefahren sind. Die waren ja immer dann dabei gewesen. Also muss sie ja das gewusst haben, dass wir damals in dieser Zeit, da gab es ja auch gar nicht, dass da noch Zigeuner oder irgendwie da frei rumreisen konnten oder frei waren. Ne? Und das war doch die Zeit, wo damals alle Zigeuner festgesetzt waren oder im KZ waren oder dies. Genau, ja. Also muss sie ja das gewusst haben, dass wir vom Lager kommen. Und dann sind wir wohin gekommen? Nach Hackar. Mittenwald, Grün. Mittenwald, ja. Grün. Ja, Grün, Ja, ja, ganz richtig, genau, ja, nach Grün. ja. Und da sind wir, wo wir dort angekommen sind, wie verlief das? Wo sind wir da untergebracht gewesen und so? Also da ist eine große Scheune gewesen, die hat man da so gebaut, als wenn man Pferde einstellen könnte. Ja, genau. Nicht? Ja. Und da hat da jeder seinen Platz bekommen. Beim Tag haben sie mit uns den Film gedreht, da haben wir ja draußen sein müssen. Und bei der Nacht haben sie das abgeschlossen. Ja. Und also in der Scheune waren wir untergebracht und geschlafen haben wir nicht in Betten, auf Stroh. Auf Stroh, ja. Genau. Auf Stroh, ja. Frau Kramer, können Sie sich noch erinnern, das Fenster war ja zugegittert. Das war nicht viel größer, das war nicht größer. Hast nicht gegessen? Nein, das war nicht größer, ein bisschen höher war es. Ja, her war's. Und da war doch ein Gitter dran, das war
So ein Gitter, da sieht man doch die Löcher von den ja. Gittern. Ja, Frau Kramer, wir kennen uns ja noch vom Film her. Ja. Ja, jetzt möchte ich mal wissen, wie das damals war, denn Sie haben ja für uns gekocht. Ja. Wie ist das vor sich gegangen damals mit der Leni Riefenstahl? Wie ging das? Ja, wie ging das? Was muss ich da sagen, wie es ging? Das, was Sie gemacht haben für uns so. Ja, hat gekocht und aufgewartet. Ja. Wir haben uns vorhin unterhalten. Da haben Sie gesagt, dass im Dorf die Ausländer, die Zigeuner niemand gewollt hat. Ja, das weiß ich gerade auch nicht, ob's aber viele haben auch keine so Schuppen gehabt wie wir. Ja. Und so gern hat man die Zigeuner auch nicht so mögen, gell? Ja, das ist klar. Aber es hat auch niemand so viel Platz gehabt ums Haus rum wie wir. Das haben Sie gewusst, wo die Zigeuner herkommen? Nein, da habe ich Das haben Sie nicht gewusst. Nein, da habe ich überhaupt nichts gewusst. Können Sie sich denn an ihn erinnern, Frau Kramer? Ja, aber da war er schlank und dünn, war er da. Aber kennt haben Sie mich gleich, wo Sie mich gesehen haben? Ja, aber wer es war, hätte ich gerade nicht sagen können. Aber wo wir uns kennen, haben Sie gesagt, Sie waren sicher der, der Geige gespielt hat. Ja, ich habe es gedacht. Ja, das ist der. Das ist nett, dass Sie Aber ich das hätte geglaubt, sie wären größer, weil dort waren sie auch schon so groß. groß sind. Ja. Sie waren bloß dünn, aber groß waren sie so. Ja, das macht halt das scheint halt so, dass wir jetzt... Ja, er ist immer gewachsen. Ja, die Mutter war auch nicht groß. Nee. Und der Vater auch nicht. Nee. Da wird man nicht so groß. Ja, genau. Ja, wie lange waren wir denn Das da? erste Jahr waren es vielleicht 6, 7 Wochen. Ja. Und das zweite Jahr? Da waren es länger, da waren es schon 2,5. Halt, die letzten waren ja weniger mehr da, die Winters und noch eine Familie, glaube ich. Ja. 6, 7 waren länger da. Ja, das waren wir, wo dann länger da waren, Ja. das weiß ich noch. Ja. Sie war damals auch noch jung. Ja. So, Weil ich weiß, die haben uns einmal Kartoffelgramm helfen. ja. Da war es schon nach Kirchweih so. Ja. Wenn schlechte Tage waren, wo wir nicht gefilmt haben, da haben wir halt so ein bisschen geholfen, weil sie ja auch niemand gehabt haben. Ja, genau, niemand gehabt haben. Also Juli Man muss die in Deutschland so beliebte Devise, dass das Geschehene endlich geschehen sein soll, auch deswegen bedenken, weil das Unvorstellbare nur dem Gedächtnis derjenigen entzogen scheint, die es nicht erlitten haben. Als eine Nachgeborene ohne Erinnerung, als Täter, Opfer, Mitläufer, Mitwisser, überlege ich, was meine Kinder mich fragen werden, wenn sie erfahren, dass ich aber heute Mitwisserin der Tatsache bin, dass etliche Überlebenden der letzten Schützengräben schon wieder von möglichen neuen Kriegen reden. Schon damit begonnen haben sie zu inszenieren, noch bevor die Witwen des letzten Krieges gestorben sind. Diese alte Zigeunerin gehört zu diesen Witwen. Aber sie ist eine andere Witwe als meine Mutter zum Beispiel, deren erster Mann für Volk und Führer sterben musste. Der Mann dieser Frau wurde während der Flucht der Familie durch Österreich verhaftet und starb nach 6 Monaten in einem der vielen Konzentrationslager, bevor die Mutter mit ihren 10 Kindern ins KZ Max Klan kam. Du kannst dich noch erinnern, dass sie zu uns gekommen ist und hat gesagt, er kennt euch zu mir, es braucht nicht Frau Leni Riefenstahl sagen, Tante Leni oder... Tante Leni, ja, das kann ich mich erinnern, ganz bestimmt. Tante Leni, ja. Tante Leni. Und euch geht's doch gut, euch geht's besser wie im Land. Bonbon und Schokolade gegeben. Ja, ja. hat sie immer gebracht. Ja, Und wir waren halt voll begeistert von ihr. Ja. Alle. Ja. Auch wir Große. Erwachsene waren auch mit. Wie ich schon sagte, wir haben gemeint, dass Göttin, die ist jetzt zu uns zur Hilfe gekommen. Die hilft uns jetzt. Die Dreharbeiten wurden 1941 unterbrochen. Als wir 1942 wieder an den Drehort geholt wurden, gab mir mein Vater, der nicht als Statist ausgesucht worden war, den Auftrag, mit Leni Riefenstahl zu reden und sie zu bitten, uns aus dem Lager zu befreien. Ich erzählte Tante Leni, wie wir sie nennen dürften, dass Max Klan aufgelöst wird und wir spätestens nach Beendigung der Dreharbeiten alle in Auschwitz vernichtet würden. Ich sagte ihr, was wir damals von Auschwitz wussten und dass von dort niemand mehr zurückkommen würde. Wir waren so von ihrer Macht und ihrer Mitleid für uns überzeugt, dass wir ihren Versprechungen etwas für uns in Berlin zu tun glaubten. Sie hat sogar mal,
Sache in Bewegung gesetzt, dass meine Tochter, meine älteste Tochter, die hat also schön gesungen. Ja, die hat ja auch Dass sie gedoubelt. also nach Berlin kommt und da wäre sie ausgebildet worden als Sängerin. Ja, genau. Ja, hat sie auch, also sie und der Harald hauptsächlich haben das gemacht. Aber und wenn sie dann mal ausgebildet ist, dann sorgt sie dafür, dass ich mit meiner ganzen Familie nach Berlin gekommen wäre. Nicht? Aber da sind wir nicht mit eingegangen. Ja, das hat sie versprochen. Du hast dich quer, du hast gesagt, ich will meine Tochter nicht allein weg. Ja. Man weiß nicht, wie man nach Auschwitz kommt oder irgendwo hin verschickt wäre. Dann ist sie dort und wenn wir zugrunde gehen, dann möchte ich meine Kinder alle dabei haben. Nicht? Ja. Und daraufhin hat sie mir dann versprochen, sobald das erledigt ist und beendet ist, und die hofft es recht bald, dass sie uns dann also dafür sorgt, dass wir auch dorthin kommen. Wo meine Tochter ist als ausgebildete Sängerin. Sie schreibt den Brief nach Berlin oder ja, nach Berlin. Ein Gesuch macht sie, ein Gesuch. Ein Gesuch, ja. Reicht sie ein, dass wir vom Lager befreit werden. Ja. Und sie würde sich nachher, wenn wir aus dem Lager raus wären, wenn das Gesuch genehmigt wird, dass sie sich dann um uns kümmern würde. Und das war auch mit der Ausbildung da von meiner Schwester. Wenn der Film vorbei war. Nein, nicht Lager raus. Nein, wenn sie das erreicht, dass wir aus dem Lager rauskommen, dass sie sich dann für uns annimmt. Also für die Familien da. Und das war auch mit gemeint mit der Ausbildung von meiner Schwester. Ja. Und hat sie da irgendwas erwähnt von ihrer persönlichen Beziehung zum Hitler, dass sie das... Ja, sie ist mit ihm gut befreundet und sie hat große Beziehungen. Und sie kann sicher was erreichen, wenn sie sich da einsetzt. Das hat sie also gesagt. Der Antonia. Ja. Und sonst hätte sie das auch nicht das hat sie, wenn sie keine Beziehung gehabt hat zu denen, die das erlauben können. Nicht? Ja. Hätte sie auch keine, hätte das nicht machen können. Ja. Von sich aus. Wie eng Leni Riefenstahls Beziehungen zum Nationalsozialismus waren, beweist unter anderem dieses Dokument über den Film Tiefland. Reichsleiter Martin Bormann, Führer Hauptquartier, den 2. August 1942. Eilt sehr, persönlich, durch Kurier. Herrn Reichsminister Dr. Lammers. Sehr verehrter Herr Dr. Lammers, wie Sie wissen, ist die Riefenstahl Film GmbH unter besonderer Förderung des Führers gegründet worden. Die Kosten des Tiefland-Films, der sich seit über 2 Jahren in Arbeit befindet, werden im Auftrage des Führers aus den von mir verwalteten Mitteln getragen. Durch Protektion von höchster Stelle ist es ihr gelungen, die Dreharbeiten mitten im Krieg weiterzuführen und den Film Tiefland 1944 als kriegswichtige Produktion bei der Industrie- und Handelskammer in Berlin anzumelden. So wurde der technische Stab UK gestellt und konnte wahrscheinlich überleben. Die meisten Zigeuner waren zu diesem Zeitpunkt schon tot. Jetzt, wo ich das weiß, nicht, da bin ich überzeugt, dass sie uns so was vorgemacht haben. Aber damals habt ihr alle fest daran geglaubt. Da haben wir wirklich, da haben wir mit der Freudenstrahlen waren wir im Lager, wir kommen jetzt bald raus. Ja, ganz richtig, ja. Ja, hat sie mit dir mal eine Aufnahme gemacht, Mama? Da habe ich mal also extra Aufnahme gemacht. Berglauf gehen müssen, das war wie so alt und dumm. Ja. Und Verkleidung haben wir ja dazu gehabt. Also, ich weiß doch nicht, was das für Tracht war, spanische Tracht. Spanische, das war ja. Da habe ich so einen Krug tragen müssen, einen Krug. Ja. Den Kopf nicht so tragen und oben runterkommen. Und da hat sie gesagt, ich soll machen, also als mir ganz schwer wäre und dass ich ein großes Herzeleid hätte. Und das habe ich in Wirklichkeit gehabt, weil man ja ganz frisch mit 10 Kindern allein steht. Ja. Habe ich ja wirklich also ein Herzeleid gehabt. Und das habe ich da vertragen, runtergekommen und sie war unten mit dem Harald rein, das weiß ich ganz genau. Und da hat sie mich so bewundert, wie ich runtergekommen bin, hat sie mich umarmt und hat geweint, richtig geschluckt hat sie von Freude. Also so habe ich das gemacht, gerade so, wie es sie haben wollen. Über das Ganze sind wir dann weggekommen, die anderen sind nach Auschwitz gekommen, wo nicht mehr zurückgekommen sind. Sie hat sich dann schmerzlich von uns verabschiedet, wo der Film vorbei war. Sie hat geweint, Leni Riefenstahl hat jeden umarmt und hat kleine Geschenke gemacht und hat ganz versprochen, sie besucht uns im Lager und sie lässt wieder was von sich her, und sobald das Gesuch durch ist. Aber wenn wir dann im Lager waren, hat sie sich halt nicht mehr sehen lassen. Leni Riefenstahls gute Beziehungen haben ihr dazu verholfen, sich die Zigeuner aus einem Lager zu beschaffen, aber nicht sie vor dem Transport nach Auschwitz zu bewahren. Warum aber hat sie es dann versprochen und den verzweifelten Hoffnungen gemacht?
Für Leni Riefenstahl waren die Außenaufnahmen mit den Zigeunern im Spätsommer 1942 beendet. Die Häftlinge wurden in das Lager zurücktransportiert und im April 1943 wurde Max Clan endgültig aufgelöst. Nur 3 Familien aus der Sippe Reinhardt entgingen wie durch ein Wunder dem Transport nach Auschwitz. Der älteste Sohn der Witwe Reinhardt war schon seit längerer Zeit in Auschwitz gefangen und erwartete nun die Ankunft seiner Familie. Das hat nur geheißen, die Familie da wo in Salzburg sind, wird auflöst und kommt alles nach Salzburg. Nach Auschwitz. Und dann habe ich auch gewusst, wann sie kommen. Dann habe ich da immer abgewartet und habe schon gezittert, dass die mitkommen und so. Ne? Und dann habe ich, wo das soweit war, ist es dann gekommen und dann haben die empfehlen. Da habe ich gefragt, wo ist Mama? Da habe ich schon ein paar Mal. Die Ditze. Ja, da habe ich dann geschrien, die habe ich von weitem gesehen, hinter dann im Gastwald. Und da habe ich geschrien, wo ist Mama? Ja, die sind noch dort geblieben, die sind in Salzburg geblieben. Und warst du enttäuscht oder ich war froh, dass sie nicht gekommen sind. Ich habe bloß gewusst, dass das Lager aufgelöst wird, aber nicht momentan gewusst, wo sie hinkommen. Ne? Von meinem Cousin weiß ich auch, dass einige von uns in Auschwitz noch bis zu ihrem Ende darauf gehofft und gewartet haben. Leni Riefenstahl würde in Auschwitz erscheinen und sie vor der Gaskammer retten. Da habe ich gewusst, dass das ein Nebenlager von Auschwitz war. Ne? Ja. Und das war dann für mich besonders schlimm, weil ich gesehen habe, dass die Kinder alle da mitgegangen sind und geschrien haben und so, ich soll doch schreiben und hoffentlich komme ich noch nach und so. Und ich habe nicht gewusst, wo die hinkommen, richtig oder wie das ist. Ja, ich habe mir es gewünscht, die kommen auch nach, damit wir zusammenbleiben. Und so. Ja, weil das nicht, weil wir immer zusammen waren. Mitkommen, nicht? Ja, mit den Mädchen, die waren zu deinem Alter. Ja, die waren wir haben da so viel zusammengehalten und es war halt einfach so schlimm für mich, deswegen vergesse ich den Tag nie in meinem Leben. Und am meisten ist es wegen die Kinder, weil wir so viel zusammen waren. Und die waren auch gar nicht lange in Auschwitz. Ganze Familie, nicht lange. Nicht lange, das sind gleich gestorben. Ja, das alle. Er war der Erste, der gestorben ist und dann sind alle Kinder. Das ist an der Tag und alle 8. Aber das ist nicht ganz richtig. Da sind noch viele Kinder übrig geblieben, wo sie dann in der Gaskammer kommen sind. Ja? Also er ist gestorben. Das sind die anderen sind dann eher. Ich will damit sagen, dass da keiner mehr rausgekommen ist. Ne? Keiner ist nicht lang drin bleiben. Aha, ja. Das ist das Bild. Aber dass die Mutter von den 5 Kindern, mit den 5 Kindern, wie ich gehört habe, von der Schwester von ihr, also mit vollem Bewusstsein in der Gaskammer reingegangen sind und sind vergast worden. Wo sie es jahrelang zugesehen haben, wenn der Transport gekommen ist, sind da reinkommen und sind nicht mehr rausgekommen. Und das haben die mit zugesehen. Und vielleicht sind sie auch mit rein. Ja, die Kinder waren alle im Film. Ja, die Kinder waren alle im Film. Alle, ja. Und da war noch eine Schwester, gerade von dem Mann, also von dem Familienvater, eine Schwester, die hat nur ein Kind gehabt. Die ist auch am Leben geblieben, Munzler. Ja, und da hat die eine Frau gesagt, ich habe 5 Kinder, lass doch die Tochter bei mir und du kannst in das Arbeitslager gehen. Da kommst du davon. Da hat sie gesagt, nein, ich lasse mein Kind nicht allein. Und da ist er auch mit hineingegangen. Und das Schlimmste ist auch das, dass die Kinder das gewusst haben. Jetzt gehen wir da rein und wir kommen nie mehr raus. Das waren ja keine kleinen Kinder mehr, da waren ja 16-Jährige dabei und 12- und 15-Jährige. Und das ist das Schlimmste, was man einfach nicht vergessen kann. Nur die Familie, wenn ich mich so gut an ihr erinnern kann. Und dass ich genau weiß, dass die mit voller Verstand da reingegangen sind. Und die waren alle mit in dem Film drin. Ja, und die haben eine große Rolle gespielt in dem Film, mehr wie mir. Sind Sie auf die Bilder drauf? Ja, die sieht man viel mehr wie uns auf dem Film, weil die Kinder waren einmalig. Also mir persönlich ist es das alles da, was wir hier machen, sehr peinlich. So wird man gar nicht so aufhören. Ja, genau. Das tut einem so weh, das geht einem so nach. So Spanisch drauf. So manche noch, damals. Okay, Hose. Aha. Das gibst du nicht selber. Ach du lieber Gott, es sind so viele Leute. Und nicht mehr leben.
Kennt sein, aber das Kennt ihr Bruder? Das ist der Peter, oder? Das Schlimmste dann noch, dass die Riefenstahl behauptet, sie hat es nicht gewusst. Das hat ja jeder gewusst. Das hat sie genau gewusst. Hat sie genau gewusst, ja. Das hat ein ganz einfacher, gewöhnlicher Mensch gewusst, wo gar nicht und viel schweigen, so eine Person, wo so hoch oben steht und nur mit den Herren da zu tun gehabt hat, die sollte das nicht wissen. Jetzt, wo man ein bisschen klarer denken kann, sagen. jetzt weiß man das genau, dass sie viel mehr gewusst hat wie andere. Am 1. September 1939 überfiel die Hitlerarmee Polen. Leni Riefenstahl war ebenfalls in Polen, um einen Wochenschaubericht über den Einmarsch zu drehen. 4 Tage nach dem Einmarsch wurde sie Augenzeugin eines der ersten Massaker an der Zivilbevölkerung in diesem neuen Krieg. Während 31 Juden in dem Ort Konski von der Wehrmacht niedergemetzelt wurden, entstand dieses Foto von Leni Riefenstahl. Der Anblick des Blutbades hat sie so entsetzt, dass sie sich bei General Reichenau über die Soldaten beschwerte und anschließend nach Berlin zurückfuhr. Was mag sie aber dennoch dazu bewogen haben, als deutsche Truppen ein Jahr später in Paris einzogen, an Hitler folgendes Telegramm zu senden? Mit unbeschreiblicher Freude, tief bewegt und erfüllt mit heißem Dank, erleben wir mit Ihnen, mein Führer, Ihren und Deutschlands größten Sieg, den Einzug deutscher Truppen in Paris. Mehr als jede Vorstellungskraft menschlicher Fantasie vollbringen Sie Taten, die ohnegleichen in der Geschichte der Menschheit sind. Wie sollen wir Ihnen danken? Glückwünsche auszusprechen, das ist viel zu wenig, um Ihnen die Gefühle zu zeigen, die mich bewegen. Lackenbach an der österreichisch-ungarischen Grenze. Endstation für die Statisten der Familie Reinhardt. Ein Leidensgefährte von Josef Reinhardt aus jener Zeit besucht mit uns gemeinsam diesen Ort. Ja. Na freilich haben sie das gewusst, die Bauern, dass das ein Konzentrationslager ist. Sie sind ja zum Teil zu den Bauern arbeiten gegangen, nicht? Zu meiner Frau selber, nicht? Da haben wir einen Landwirtschaftsbetrieb, da ist die Schwiegermutter, haben wir auch immer einen gehabt. Sie ist sehr gern reingegangen, weil er ja Mittagessen da gekriegt hat und was zum Essen für sich mehr als wie ein Lager ist er ja gerne arbeiten hingegangen, nicht? Ist gegangen. Wenn er ein bisschen rausgekommen ist und der hat keiner raus. Und aber der eine, der muss ein richtiger Drecksau sein gewesen, der eine. Langmiller, ja. Der war, das war der Langmiller. Das war der Langmiller. Das war der Schlechteste, was war. Ja. Und haben Sie gewusst, wo die Transporte hingegangen sind von Lackenbach, wo die dann hingekommen sind, die Zigeuner? Ja, ich war damals nicht zu Hause. Ja, und deine Leute weggekommen sind, vorhin, das sind deine Leute, wo die weggekommen sind, angeblich nach Litzmannstadt. Litzmannstadt. Die sind aber dort nicht angekommen. Nein. Es hat geheißen, die was hier ausgebrochen ist, haben es dort, die Waggone dürfen keiner mehr aussteigen. Ja? Und die sollten angeblich, ja, in einer Schodergrube, also Kiesgrube, haben sie die Schienen runtergelegt und die Waggonen runtergeschoben und haben mit MG, mit alles dort in die Waggonen reingeschossen und mit Raupen haben sie es zugedeckt. Da war das Lager, das hier und... 4 Baracken standen, ja, so in der Länge runter. Ja. Vorne war ein Gutshof, da waren noch Stallungen, Schafstall, ja, und dort waren wir einquartiert. Pritschen, also Etappenpritschen waren da drinnen. Da war die Lagerleitung und da war der Hof drin und da waren wir drinnen. Wann bist du das erste Mal hier ins Lager reingekommen? Das war Anfang 40 April bis Ende 45. Nach dem Krieg hat Leni Riefenstahl bei der Befragung durch amerikanische Offiziere, was sie über Konzentrationslager gewusst habe, zu Protokoll gegeben, sie hätte während all der Jahre gehört, dass es Konzentrationslager gegeben habe. Aber sie hätte keine genaue Vorstellung davon gehabt, was es bedeuten sollte. Sie soll gedacht haben, es seien eine Art von Gefängnissen, wo Kriminelle ihre Strafe absitzen müssen. Mehr wusste ich nicht darüber. Heute, wenn ich all diese schrecklichen Dinge höre, die in Deutschland passiert sind, könnte ich heulen.
Ich kann nicht begreifen, wie irgendeiner, der Hitlers politische Ideen geteilt hat, noch den Mut hat, weiterzuleben. Ich hätte Selbstmord begangen, hätte ich das Gefühl, an diesen Verbrechen mitverantwortlich zu sein. Bunker. Da hinten war der Bunker. Da, wo das Haus steht, da war der Stall, der Schweinestall. Nein, da. Da unten war der Schweinestall. Da waren die Baracken runter. Ne? So runter. Und da war eine gestanden, die haben sie nach dem Krieg, die sind getrennt worden, das ist alles abbrennt. Haben sie es angezogen? Ja. Alles. Da unten habe ich das nicht, die haben neu gebaut. Das ist neu gebaut, ja. Jetzt schauen wir, dass wir vorne rein können. Von vorne, ja, dass man es gut Dann gehen wir mal vorne rein. Schauen wir mal Platz. Sind dort viel gestorben? Naja, also ich war dabei, ich war strafweise bei den Totengräbern, ja. Und am Judenfriedhof unten, das sind ca. über 300, was ich selber dabei war, was wir beerdigt haben, in den Massengräbern. Ohne Sarg, kein Sarg, nichts. Nichts ohne Sarg. Da haben wir hier im Hof, in den Gutshof, also einen großen Möbelwagen gehabt, ja. Und was gestorben ist, haben wir dort alle reingeschiebert. Das sind aufgeschlichtet gewesen, ja. Und den nächsten Tag haben wir es dann runtergeführt auf so einen Zweigradl, auf so einen Wagen. Und da haben wir es raufgeschiebert wie die Scheider, ja. Und da haben wir 15, 20 in ein so ein Massengrab reingegeben. Ja. Und dann, ja, aber da liegen ja noch so viele da drinnen, dass man gar nicht weiß, wie viel. Weil ich war, wie lange war ich dabei? Vielleicht 2 Monate, ja, wie der Typhus war. Und dann bin ich selber krank geworden. Ne? Ja, und dann war das schon dann zu Ende gegangen, die Krankheit. Ne? Nur, dass wir in keinen katholischen Friedhof reingekommen sind, haben sie uns jetzt und so viel gestorben sind, ja, sonst wäre der Friedhof dort überfüllt gewesen, haben sie es alle da reingegeben. Die liegen da, eine Reihe bei der Mauer, eine Reihe da und dann sind sie da wieder schon raufgekommen. Ich muss mir vorstellen, wie viel von da oben, wie viele Leute und wie tief war ist 1,80 Meter. 1,80 Meter. 1,80 Meter, das haben wir müssen. Ja. Und alle voneinander drauf. Na so, nehmen halt nicht. Alles in der Reihe hingelegt. Nicht? Aber wir müssen aufschlichten im Grab, so nach der Reihe. Das von da oben bis da unten. 3 Reihen. Runter, ja. Die Gräber waren alle so wild, so wie die, ja. Das haben wir einfach hergerichtet und haben wir das gemacht. Ein Gedenken für einen. Nicht? Dass weil sie liegen da, aber wo sie liegen, das wissen wir nicht. Das wissen wir gar nicht. Ich bin damals gerade krank geworden, wie meine Schwester gestorben ist. Ich weiß gar nicht, wo die liegt. Jetzt habe ich diesen Grab hergerichtet. Und die anderen weißt du immer. Das sind alle vergaßt worden. Die haben noch Gedenken gemacht hier von der Familie, ja. Und das habe ich da, das pflege ich jetzt da. Aber die liegen da gar nicht. Die sind alle weggekommen mit dem Transport. Das waren circa über 5000 sind weggegangen. Und da waren noch im Lager vielleicht 1500. Das sind schon auf 6.500. Waren noch da im Lager. Der erste Transport ist weggegangen, wann ist der weggegangen? In 43. 42. 42 war das, ja. 42. Und dann ist noch einer weggegangen vor April 43. Und da sind dann wir dann gekommen. Und die sind weggegangen. Und die sind weggegangen. Ja, und ihr seid von Salzburg dahergekommen. Ja, ja. Das sind, insgesamt sind es 3 Transporte, wo weggegangen sind.
2 sind die großen gewesen und dann noch so Einzelne. So Einzelne, ja. Einzelne ums weggeschickt. Ich hoffe, dass keiner mehr zurückkommt, nicht? Ist vorher die Gespräch gekommen. Und deswegen hat sie das nicht, hat sie das abgeleitet, nicht? Ja. Und, dann hat sie ja gewusst, wo sie waren. Ja, genau. Ich habe gedacht, dass sie sich gedacht hat, hoffentlich kommt niemand mehr zurück. Ja, dann weiß und das hat sie, und mit dem Vorwand, glaube ich, hat sie auch die Leute genommen, dass sie hinterher nicht irgendwie Ansprüche stellen oder gegen die Aussagen. Dann hat sie auch gewusst, wo sie waren. Nicht? Und was man da Nach dem, was ich jetzt gehört habe, also sage ich frei heraus, dass sie selbst auch zu denen gehört, die wo die Menschen vernichtet haben. Genau. Wenn sie ins Lager reinkommen, hat die Menschen da rausgekommen. Nicht? So äußert sich der bittere Zorn der Missbrauchten noch nach 40 Jahren. Diese Person, die Lene Riefstahl, ich habe ihr Firma geschrieben, ja. Brief geschickt lassen, schreiben lassen. Ja. Und dann hat sie gesagt, Sachen ist ja so viel Geld gekostet nach Berlin. Das war so lange gesperrt. Nicht? Also durfte sie das nicht machen. Sie darf das nicht machen, und so. Und es hat ja so viel Geld gekostet. Mhm. Aber wenn das durchgeht, dann denkt sie auf mich. Mhm. Und dann, sie kann mir von ihrer Kleider, von ihrer Garderobe, kann sie mir Kleider schicken. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, naja, gut. Und dann ist ein Paket gekommen, alle mit so Armkleidern, mit Pelz, wo sowas nicht getragen habt. Richtig, das so ausgeschnitten, nicht? Und Dumens und so. Und dann habe ich da dein Cousin, Schnittlu, sein Mädel, die Kleider gegeben. Weißt du, dass der Film, ihr Film hat 7 Millionen gekostet. Wo damals ein Film circa mit 200.000 oder 300.000 Mark, ein guter Film mit 300.000 Mark war ein Film entstanden. Und da hat sie dann gesagt, sie hat kein Geld und hat nichts. Hast du gewusst, Regine, dass wir damals pro Tag 35 Mark uns zugesagt wurde? Ja, wir haben es aber nicht bekommen. Ja. Gesagt worden ist, aber nicht bekommen hast. Jetzt wollte ich, ob du das weißt. Wir haben nur Zigaretten bekommen. Ja, wie ist das jetzt in Salzburg? Die hätten uns das Geld doch gegeben. Das hätte doch sie können machen, oder nicht? Ja, man weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt für uns bezahlt hat. Das weiß man nicht, ob sie das Geld in der Lagerkasse bezahlt hat, so wie sie behauptet, ja. Oder dass sie überhaupt nichts bezahlt hat. Ich glaube, ich weiß es nicht, vom Lager kommt nicht, also ich habe keine Ahnung. Ja. Was denken Sie über die ganze Sache, dass sie euch einfach ausgesucht hat für den Film? Ja, ich meine, so wie ich jetzt das verstehen kann, sie hat halt die Leute ausgesucht, die waren im KZ. Und dann dachte sie so, naja, da kann ich schon mal die arme Leute mal holen, wo ich brauche nicht viel auslegen. Brauche nicht so viel Geld gegen die Leute, ne? Wir waren ja geschlossen, unsere Hände waren ja gebunden, ja, ne? In Ihrem Artikel in Ihrer Ausgabe vom 26. Februar 1954 werden über mich Behauptungen aufgestellt, zu denen ich wie folgt Stellung nehme. Niemals wurden im Tieflandfilm Statisten aus Konzentrationslagern verwandt. Weder aus Lagern Oberschlesiens noch sonstiger Teile Deutschlands oder der besetzten Gebiete. Die Statisten des Tieflandfilms setzten sich zu einem Teil aus Südtiroler Bauern, zum anderen aus Zigeunern zusammen. Diese Zigeuner kamen aus eigens für sie geschaffenen Wohlfahrts- oder Fürsorgelagern in Salzburg, Maxklan und Berlin. Sie wurden von den Aufnahmeleitern des Filmes aufgrund ihrer freiwilligen Meldung engagiert und wie die übrigen Statisten behandelt und entlohnt. Von Vernichtungsmaßnahmen gegen Zigeuner war damals, als sie von meinen Mitarbeitern angeworben wurden, überhaupt nichts bekannt. Im Übrigen haben meine Mitarbeiter und ich nach dem Kriege den größten Teil meiner Zigeuner wiedergesehen, wobei sie uns ihre Freude und Dankbarkeit dafür, dass sie beim Tieflandfilm mitwirken konnten, zum Ausdruck brachten. Leni Riefenstahl. Nach dem Kriege musste ich jahrelang um meine Wiedergutmachung kämpfen.
Nach langen Prozessen wurden mir und meiner Familie je 2500 D-Mark für 6 Jahre KZ-Haft zugesprochen. Das Lager Maxglan wurde in diesen Prozessen als Konzentrationslager anerkannt. Erst dann erhielten wir dieses Dokument, das uns 6 Jahre Haft aus rassischen Gründen bescheinigt. Die Gage für unsere Arbeit im Film Tiefland haben wir bis heute nicht erhalten. Guten Abend, sehr verehrte Gäste unseres Leser- und Vortragsdienstes. Herzlich willkommen, Frau Riefenstein. Meine Damen und Herren, liebe Freiburger, ich bin sehr tief beeindruckt von meinem heutigen Besuch. Ich habe mir die Stadt angesehen und ich finde es wunderschön, wie diese Stadt wieder aufgebaut wurde. Das letzte Mal, oder das erste Mal, wo ich hier war, nicht das letzte Mal, das erste Mal, das sind jetzt 56 Jahre her. Da habe ich hier meine Laufbahn beim Film begonnen. Max Frisch schrieb nach dem Krieg im Hinblick auf die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen und ihren Umgang mit Künstlern aus dem Dritten Reich: Es wird wieder, als hätte es daran gefehlt, allenthalben nichts als Kultur gemacht. Theater und Musik, Dichterlesungen, Geistesleben mit hohem und höchstem Anspruch. Aber meistens ohne den Versuch, den deutschen und vielleicht abendländischen Begriff von Kultur, der so offenkundig versagt hat, einer Prüfung zu unterziehen. Das mich faszinierte und dieses Bild rief mich nach Afrika. Ich fing damals an, aufgrund dieses Gefühls, dieser Beziehung, die ich durch das Bild bekam, ein Manuskript zu schreiben, das hieß Die schwarze Tracht. Es war ein Film über den modernen Sklavenhandel. Ich hatte das in der Zeitung gelesen, dass es das noch gibt, und bin dann nach Afrika geflogen. Im Grunde ist es die harmlos grässliche Vorstellung, ein Volk habe Kultur, wenn es Symphonien habe. Und in den gleichen Zirkel gehört natürlich jene hehre Vorstellung vom Künstler, der, ledig aller Zeitgenossenschaft, ganz und gar in den Sphären des reinen Geistes lebt, sodass er im Übrigen durchaus ein Schurke sein darf, beispielsweise als Staatsbürger, überhaupt als Glied der menschlichen Gesellschaft. Er ist einfach ein Priester des Ewigen, das seinen täglichen Verrat schon überdauern wird. Was hat, so sagen sie, Kunst zu tun mit Politik? Und unter Politik versteht man schlechterdings das Niedrige, womit der geistige Mensch, der berühmte Kulturträger, sich nicht beschmutzen soll. Das Geschehene endlich geschehen sein lassen? Man müsste diese Devise bedenken, wenn man auf dem Backsteinhügel steht, wo ehedem das Warschauer Ghetto war, wo Einheiten der Wehrmacht 80.000 Menschen ersäuft oder ausgeräuchert oder erschossen haben, da sie sich der Reise nach Auschwitz widersetzten. Man müsste mindestens eines von den zahlreichen Lagern gesehen haben, wo dieses Geschehene stattgefunden hat. Das Geleise, das in ein Wäldchen führt, endend bei einer Baracke mit Gaskammern, dahinter die Öfen. Ach, das war's. Das ist ein Geschenk, nicht? Ja, ja, das ist ein Geschenk, das habe ich mir gewünscht. Also meine Tante, die ist nämlich schon 90, die mir das geschenkt hat. Deswegen. So. Ja. Danke. Bitte.
Ich weiß, dass wir alle diese Dinge zu wissen meinen, und zwar, wie man sagt, zur Genüge. Wenn man an Ort und Stelle steht, zeigt es sich, dass wir sie durchaus nicht wissen. Das Unvorstellbare entzieht sich unserem Gedächtnis. Das eigentliche Entsetzen, glaube ich, hat uns noch gar nicht erreicht. Oh, was für ein seltenes Bild. Das Erlebnis ist im Grunde immer das gleiche. Es beschränkt sich auf ein nacktes Staunen, ein wehrloses Betroffensein, was dem Menschen möglich ist. Und zwar nicht nur einem Einzelnen, sondern unter Umständen einer großen Zahl. Und nicht nur bei einem Volk, dem wir alles zutrauen, weil es keine Wasserspülung hat und nicht lesen kann, sondern bei einem Volk, das alles besitzt und in hohem Grade leistet, was wir bisher unter Kultur verstanden haben. Das wäre sehr schön. Ja, also das hätte ich gerne. Kann ich Ihnen trotzdem die Karte Ah ja, gut. Du bist ein Amerikaner? Yeah. A good photo book like that costs twice as much at home. Oh, sure. I mean, it's a good price. There's no question about that. It's just that I don't have 78 months. Hat nicht jeder das Geld. Ne?